Welcome back zur Folge 4 von Element Fission. Heute schauen wir uns die Wind-Units an und den ersten Dungeon, den wir farmen müssen. Ich habe gesehen, im Google Play Store, die Bewertungen sind nicht so gut. Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Das meiste, was ich lese, ja, ich habe am Smartphone, er lädt nicht oder PC-Version. Also ich habe keinerlei Probleme. Ich spiele hier am PC auf höchsten Auflösungen über den LD-Player. Null Probleme. Auf dem Smartphone habe ich null Probleme. Also ich weiß nicht, sind das vielleicht die ganzen Summoners War Hater, die versuchen, das Spiel schlecht zu machen? Wer weiß, wer weiß. Ja, aber ansonsten freue ich mich natürlich über die gute Spielerzahl, die wir schon bereits haben nach der ersten Woche. Wir sind ja noch nicht mal bei einer Woche. Ja, und ich hoffe, es geht so weiter. Ja, der Box Club ist unser erster Dungeon, den wir farmen für Bauteile. Deswegen brauchen wir natürlich Wind-Units, denn es ist ein Wasserelement, der Boss. Ich muss sagen, ich habe auch nicht so viel Glück gehabt mit den Units am Anfang, um den Dungeon gut zu laufen. Also stabil läuft es bei mir noch nicht. Heute habe ich die Schlüssel-Unit gezogen, das schauen wir uns aber jetzt gleich an. Es gibt natürlich ein paar Elements, die sehr, sehr stark sind in diesem Dungeon, und wenn man die gleich zieht, dann hat man gleich ein paar Vorteile. Deswegen machen viele einen Reroll, also resetten ihren Account nochmal. Manche machen das 10-mal oder so, um halt an diese Units zu kommen. Das habe ich nicht gemacht. Früher oder später bekommst du sie, denn es sind nicht die 5 Sterne Elements, die wir brauchen, denn hier gerade am Anfang helfen 3 Sterne und gewisse 4 Sterne Elements sehr gut weiter. Schauen wir uns nochmal die Wind-Elements an, die sehr gut für den Box Club geeignet sind. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Bewertung für das ganze Spiel. Wir gehen jetzt mal nur erstmal für den Dungeon Box Club von aus, dass man die gut spielen können, damit ihr gleich ein gutes Team am Anfang habt, um da die passenden Bauteile für eure Elements zu bekommen. Also fangen wir erstmal an mit den 3 Sterne Elements, denn da gibt es wirklich ein paar richtig gute. Ein kleiner Geheimtipp von mir, fangen wir gleich beim ersten an, ist dieser Zeitgenosse hier, der Uhrwerker. Der Uhrwerker ist wirklich eine geile Unit. Ich habe ihn eigentlich nur gebaut, weil ich keinen Damage-Dealer hatte. Ja? Und zwar, es ist ein Damage-Dealer, also ein Nuker, aber gleichzeitig eine Support-Unit. Schauen wir uns mal die Skills an. Der erste hat ja einen Slow drauf. Das ist natürlich schon mal sehr gut für den Boss. Und dann haben wir einen Death Ignore auf dem zweiten Skill. Ja, Death Ignore, also ignoriert die Verteidigung. Wir brauchen nicht unbedingt einen Death Break. Sehr, sehr stark für einen 3 Sterne Element. Und auf dem dritten Skill haben wir einen Attack und Speed Buff für jeweils 2 Runden. Das ist immens stark für eine 3 Sterne Unit. Attack Buff und Speed Buff für 2 Runden. Und wir bekommen noch Unverwundbarkeit dazu. Ja, für eine Runde. Also man kann ihn dann nicht gleich one-shotten. Also echt eine geile Unit. Ich habe ihn sehr, sehr gern gespielt. Ich wechsle ihn jetzt wahrscheinlich aus für eine andere, für ein anderes Element. Muss ich mal schauen, was ich heute erst gezogen habe. Aber dazu kommen wir gleich. Also Uhrwerker, mein absoluter Geheimtipp. Nicht nur im Übrigen im Box Club Dungeon. Gehen wir weiter. Sie hier. Der Scharfschütze, auch eine 3 Sterne Element Unit. Hat auch ein Death Ignore. Wir gehen das mal nacheinander durch. Erster Skill Death Break. Verteidigungssenken für 2 Runden.
Ja, sehr gut. Auf dem ersten Skill, immer gut. Die greift an und ist ein Stripper. Ja, entfernt alle Buffs vom Boss. Und auf der passiven haben wir einen Death Ignore, aber nur 20%. Deine Angriffe ignorieren 20% der Verteidigung des Feindes und fügen nach deinem Zug einen zusätzlichen Angriff. Also sie bekommt nochmal eine Zusatzrunde, der umso mehr Damage verursacht, je schlechter der Gesundheitszustand des Feindes ist. Deswegen ist sie nicht ganz ideal, weil sie kommt eigentlich vom Damage erst recht zur Geltung, wenn der Boss schon ein bisschen runtergehauen ist, ungefähr so bei 30% Lebensleiste liegt. Also man kann sie nicht alleine als Damage-Dealer spielen. Aber auf jeden Fall eine sehr stabile Unit, gerade wegen ihrem Strip auch. Nächste 3-Sterne-Unit haben wir, ganz wichtig, sie, den Popo-Reiter. Ja? Ist Disruptor Initiator. Die ist ganz, ganz wichtig. Warum? Weil sie einen Attack Break hat. Also wenn euch der Boss angreift, macht er nicht so viel Schaden und der ist zwingend nötig als Debuff auf den Boss. Schauen wir uns erstmal an. Greife einen Feind an mit einer 70%igen Chance, 2 Runden lang Blendung zu verursachen. Ist jetzt nicht so der Burner, aber deswegen spielen wir sie ja auch nicht. Greife einen Feind an und verursache 2 Runden lang Death Break und Attack Break. Auf dem zweiten Skill hervorragend. Ja, hervorragend für ein 3-Sterne-Unit. Und dann haben wir hier nochmal: erhöhe die Aktionsleiste aller Verbündeten um 30% und gewähre ihnen 2 Runden lang einen Speed-Buff. Ja, also wir kommen öfters dran, weil sie die komplette Attack-Leiste aller Units, also unseren gesamten Team, nochmal zusätzlich hochbufft. Ja, also richtig stark. Popo-Reiter eigentlich Licht. Wenn ihr nicht gerade eine andere sehr gute Unit habt, die das gleiche kann. Also sie ist meiner Meinung nach schwer zu ersetzen im Dungeon. Beim ersten Boss. Nächstes Element wäre der Stachelflügel in Wind. Der hat nämlich auf dem ersten Giftblitz: greife einen Feind zweimal an. Jeder Angriff hat eine 50%ige Chance, Schaden pro Runde zu verursachen. Also quasi ein negativer Effekt wie Gift wirkt das. Dann auf dem zweiten: greife alle Feinde an und habe eine 70%ige Chance nach Skill-Ups 2 Runden Geschwindigkeits-Debuff zu setzen. Ja. Und die Aktionsleiste um jeweils 10% zu absorbieren. Ist jetzt nicht so viel, aber Speed Debuff ist natürlich sehr wichtig. Und auf dem dritten, geiler Skill: gewähre allen Verbündeten Death-Erhöhung und Angriffserhöhung für 3 Runden. Für 3 Runden. Ja, das ist sehr, sehr stark. Also Stahlflügel auch sehr starke Unit für den ersten Boss. Man braucht beim ersten Dungeon Boss wirklich kein Nut 5. Also wenn ihr jetzt eure Gratisbeschwörung macht und ihr zieht jetzt keine Wind-Unit Nut 5, ja, oder ihr zieht überhaupt kein Nut 5, kann ja auch sein, ist nicht so schlimm, weil man kann den Dungeon wirklich sehr, sehr gut ohne Nut 5 laufen. Mit dem passenden Nut 3, die ich euch gerade zeige, und Nut 4. Kommen wir zu den Nut 4 Elements, zu den besten hier im Dungeon. Da ist mein Favorit. Ja, machen wir erstmal den Basis-Damage-Dealer für schnelle Dungeon-Runs, den ihr wahrscheinlich auch bis ins Endgame spielen werdet in dem Dungeon. Das ist natürlich hier die Leseratte, der Lucian von Summoner's War hier im Spiel, weil sie hat den gleichen Skill, Death Ignore auf dem dritten. Aber gehen wir erstmal der Reihe nach durch. Erster unheilbar, also hier ein Healblock, 2 Runden, aber nur 80% Chance, aber nicht so wichtig bei ihr. Dann auf dem zweiten den Schockangriff,
Alle Feinde angreifen mit einer 50%igen Chance. Speed Debuff und Attack Debuff hervorzurufen. Jetzt eben die Frage, wenn sie auch Attack Break hat, warum muss ich dann noch den anderen Element spielen mit Attack Break? Naja, er ist halt nicht stabil. Ne? Er hat halt nur 50% Chance, okay, 2 Runden. Aber 2 Runden 50% Chance heißt nicht 100%. Ja, weil du hast zweimal eine Chance von 50%. Ja, fehlt also sehr oft. Deswegen brauchen wir noch eine andere Unit, die Attack Break kann. Und auf dem dritten, deswegen spielen wir sie eigentlich. Alle Feinde dreimal angreifen. Dieser Angriff ignoriert die Verteidigung der Ziele, also ein AOE Death Break. Man braucht sie vorwiegend für die Waves, also für die ersten Wellen, bevor man dann beim Boss kommt, um schnell zum Boss vorzudringen. Also Laserratte, wer sie hat, ich habe meine heute erst gezogen. Nach 200 Beschwörungen habe ich sie heute erst gezogen. Absolute Licht für den Dungeon zu bauen, wenn ihr sie habt. Später auch in der Arena. Wahrscheinlich in der Arena. Wir müssen erstmal abwarten, wie natürlich hier die Arena ungefähr so ja, zusammengebaut sein wird. Man muss jetzt nicht unbedingt denken, das Spiel ist ein Klon von Summoner's War, dass es hier genauso laufen wird wie bei Summoner's War. Das wäre eigentlich ziemlich dämlich vom Publisher, wenn er genau das gleiche macht. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das generell entwickelt in den nächsten Wochen. Kommen wir zu meinem Element 4 Sterne absoluten Lieblingsmonster. Ja. Es gibt nur ein Problem. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht gezogen bis heute. Und zwar ist es die Ratte. Ja, die Ninja-Ratte. Also wir haben gerade die Laserratte gehabt. Jetzt die Ninja-Ratte. Mindestens genauso OP. Wir schauen uns mal die Skills an. Auf dem ersten einen Schaden pro einen Feind angreifen und eine Runde Schaden pro Runde zufügen. Dann auf dem zweiten einen Feind angreifen, 2 Runden Speed Debuff und Attack-Balken um 50% wird zurückgesetzt. Ja, das ist schon mal richtig gut. Also erster Skill perfekt für den Boss geeignet. Der zweite Skill perfekt für den Boss geeignet. Und jetzt kommt der dritte Skill, der hat in sich einen Feind 6-mal angreifen, einen Runden pro Schaden Schaden pro Runde verursachen und deine Aktionsbalken um 10% zu erhöhen, wenn ein Crit-Treffer erzielt wird. Also sie bufft sich doch mal selber die Attack-Leiste. Wenn wir critten, ja, muss natürlich gut gebaut sein, aber sie greift 6-mal an und kann 6 Dots setzen. Ja, also insgesamt mit dem ersten Skill 7 Dots. Und wenn du dann noch eine andere Unit dabei hast, die ich euch gleich zeige, dann habt ihr das perfekte Dotter-Team. Ja. Also Ninja-Ratte neben der Laserratte absolut die 2 Top-4-Sterne-Units für unseren ersten Dungeon. So, kommen wir zur nächsten Top-4-Sterne-Unit. Und zwar ist das den habe ich Gott sei Dank gezogen. Wo haben wir ihn? Ja, der Pirat. Der Geisterkapitän. Er sieht halt aus wie ein Pirat. Geisterkapitän, auch absolute Top-Unit. Gerade in Verbindung mit der Ninja-Ratte. Warum? Sehen wir gleich. Erster Skill. Auch einmal Schaden pro Runde. Also ein Dot. Zweiter Skill. Greife ein Ziel wahllos an. Wenn ein Verbündeter angegriffen wird, erhält dieses sofort einen Zug. Also wir buffen quasi einen Verbündeten. Und wenn sie einen Feind angreift, verringern sie dessen Aktionsleiste um 100%. Das heißt, er haut die komplette Attack-Leiste vom Boss runter. Und das ist richtig stark, denn wenn der Boss natürlich nicht moven kann, ja, also nicht zum Zug kommt, kriegen wir nicht so viel Damage rein, nur von den Nebenbossen. Ja, also richtig starkes Skill hier auch auf dem zweiten. Und dann der dritte,
Greife alle Feinde an und verlängere alle Debuffs des ausgewählten Ziels um 2 Runden. Ja, also alle negativen Effekte, die auf den allen Feinden drauf sind, werden verlängert um 2 Runden und aktiviere dann Schaden pro Runde und Bombe bei allen Feinden. Auf jeden Fall können wir alle dort explodieren lassen mit einem Mal. Und wenn wir die Ninja-Ratte mit ihm in Kombo spielen, dann haben wir 6, 7, 8 Dots auf dem Boss und können alle mit einmal explodieren lassen. Das heißt, die Lebensleiste vom Boss geht mit einem Zug runter. Wir zerstören den Boss quasi über ein Dot-Team. Das sind die zwei Möglichkeiten beim Box Club Dungeon. Entweder über ein Damage oder über ein Damage-Team oder über ein Dot-Team. Ich bevorzuge eine Kombination mit der Laserratte als Damage-Dealer für die Waves und dann das Dotter-Team dann für den direkten Boss. Der einzige Nachteil beim Dotter-Team ist eben, ihr braucht einen gewissen Wert an Accuracy, also an Effektfähigkeit, und der müsste auch hier um die 50% liegen. Ja, damit ihr die negativen Effekte überhaupt auf den Boss erst legen könnt. So, was tun, wenn ihr keine AOE Damage Dealer habt, wie die Laserratte? Was tun, wenn ihr keinen Dotter wie die Ninja-Ratte habt? Dann gibt es noch eine andere Unit, die beides in sich kombiniert. Spiele ich gerade immer noch, bis ich meine Laserratte gebaut habe, weil ich sie heute erst gezogen habe. Und zwar ist das der Vernichter. Der Vernichter ist eine Disruptor-Einheit, aber macht guten Damage, auch Direkt-Damage. Ja, wir schauen uns mal die Skills an. Auf dem ersten greift ein Feind an, hat eine 60%ige Chance. 3 Runden Schaden pro Runde, also 3 Runden Dot zu legen. Und ignoriert alle Buffs auf dem Ziel. Das ist sehr gut. Ja. Dann 2. Aber ihr seht, es geht schon los mit den Chancen. Das heißt, er ist nicht 100%. Und das betrifft eben alles bei ihm. Und was nicht 100% ist, ist dann auch wieder Glückssache. Ja. Dann noch im zweiten, greift alle Feinde an mit einer 80%igen Wahrscheinlichkeit, Blendung für 2 Runden zu verursachen. Trifft also, wir legen die Feinde erstmal lahm, sehr gut für die Waves. Dann trifft man ein Ziel mit Schaden pro Runde, wird die Abklingzeit dieser Fähigkeit um 1 Runde verkürzt. Macht natürlich nur Sinn, wenn wir da noch einen zweiten Unit mitspielen, der auch Dots legen kann. Ja. Und auf dem dritten greift alle Feinde 5-mal an, wobei jeder Angriff eine 50%ige Chance hat, die folgenden Effekte der Reihe nach auszulösen. Entfernen Sie einen Buff von Zielen mit Buffs, also einen Strip, wenden Sie Betäuben für eine Runde auf Ziele ohne Buffs an. Wenden Sie Schaden pro Runde für 2 Runden auf Ziele an, die nicht handeln können. Ja? Und das ist beim Boss eben nicht so gut geeignet, dieser dritte Skill, aber er ist sehr, sehr stark bei den Waves. Ja, das heißt, man kann ihn prima als Ersatz spielen für die Laserratte oder auch wenn ihr jetzt nicht die passenden Bauteile für die Laserratte habt. Und wegen seinem ersten Skill, weil er hier auch nochmal Schaden, 3 Runden Schaden legt, ist auch sehr, sehr gut der erste Skill für den direkten Boss im Boxclub dann. Ja, also Vernichter, sehr starke Einheit, deswegen ist das, weil ich noch keine Laserratte hatte, ist das mein erster Element auf 6 Sterne. Ja, das war eigentlich schon euer Team aus diesen Helden. Natürlich nicht aus allen, also aus diesen Helden könnt ihr ein Team zusammenstellen, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt für den Box Club Dungeon. Kommen wir mal noch zu den Nat 5. Auf die will ich jetzt eigentlich nicht so eingehen, weil es ist natürlich, die meisten werden jetzt nicht unbedingt ihren Account resetten, bis sie die gewissen Wind-Units bekommen.
Ja, weil es gibt natürlich auch sehr, sehr starke Nat 5s, die jetzt keine Windelemente sind, die man aber trotzdem für später unbedingt haben möchte und deswegen seinen Account behält und nicht resettet. Aber 'ne sehr gute Unit, die habe ich Gott sei Dank gezogen, ist hier zum Beispiel die Kriegskrankenschwester Overall. Aber die schauen wir uns natürlich später auch für anderen Content an. Aber jetzt mal speziell für den Box Club Dungeon. Die Kriegskrankenschwester hat nämlich einen Buff, Immunity, Speed Buff und Attack Buff auf den dritten für 2 Runden. Ja, also 3 Buffs, ja. Immunity, das heißt, wir bekommen keine Debuffs rein und Speed und Attack Buff ist natürlich optimal für den Dungeon, den Box Club. Ja. Auf dem zweiten haben wir nochmal einen Death Break für 2 Runden, auch sehr gut. Und auf dem ersten haben wir einen Heal. Greifen Sie den Feind an und stellen Sie 18% der Gesundheit des Verbündeten mit der niedrigsten Gesundheit bei uns im Team her. Ja, also mega geile Unit für den Boxclub, auch super geeignet, wenn ihr sie habt. Sie macht den Run safer. Ja, also sicherer, dass man durchkommt, weil sie halt den Heal hat und den Immunity Buff. Ja. Noch eine gute Unit habe ich heute auch gezogen, wäre zum Beispiel sie hier, die Eisenfaust, weil sie hat einen Leader-Skill plus 42% HP, Lebenspunkte. Ja, das können dann nicht so leicht one-shottet werden, kommt dann leichter durch die Waves und habt ein bisschen mehr Spielraum dann beim Boss. Aber sie hat hier auf dem dritten gewährt anderen Verbündeten einen 2 Runden Wiederbelebung und belebt alle toten Verbündeten wieder. Ja, also ein Reviver, das ist echt nicht schlecht. Und auf den zweiten heilt alle Verbündeten um 50% und gewährt einen 2 Runden Death Buff. Ja, also sie macht das Ganze und eine Runde Immunity auch noch dazu. Also sie macht das Ganze sehr, sehr safe in Run, allerdings auch langsamer. Ja, deswegen, man kann sie spielen am Anfang, wenn man sie hat, um das Ganze erstmal safe zu laufen und dann später nach und nach sich ein Speed-Team zu bauen. Viele bauen ja jetzt zwanghaft gleich an einem Speed-Team. Da bin ich kein Fan von, weil dafür ist noch genug Zeit. Es gibt so viele Dinge momentan zu machen im Spiel. Da brauchst du jetzt nicht versuchen, krampfhaft in dem Dungeon, im Boxclub-Dungeon, jetzt unbedingt ein Speed-Team zu bekommen. Ob ich jetzt in 30 Sekunden laufe oder in anderthalb Minuten, momentan ist das eigentlich relativ irrelevant. Hauptsache safe. Sie wäre auch sehr stark die Musikkönigin hier. Sieht aus wie meine Musiklehrerin, die ich früher hatte. Ja, fast 1:1 nachgemacht. Ja, lang ist her. Naja, so lange auch noch nicht. Ja, aber naja. Also sie hat Season Stripper und haut die Attack-Leiste vom Boss auf 0, aber auch die Nebenbosse auf 50%. Also auch sehr, sehr starke Unit. Ja, bekommt auch Effektgenauigkeit, wenn sie Sixer ist. Ja, auch noch Sleep. Und Attack Break, 80%, 2 Runden. Also ist schon auch gut. Der muss jetzt nicht unbedingt sein. Ist schon auch sehr starke Unit. Kann man auch spielen im Boxclub Dungeon. Ja, also auch guter Nat 5. Aber wie gesagt, das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Es gibt noch ein, zwei andere, die kann man auch ganz gut da spielen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt gerade eins von denen zieht, ist natürlich gering. Deswegen konzentriert euch erstmal auf die 3 und 4 Sterne-Helden, gerade auch wegen den Skill-Ups. Ihr werdet nicht in der Lage sein, zum Beispiel 2 Nat 5 zu Skill-Uppen. Man bekommt 5, 6, 7 Skill-Up Mons, Gott, wie heißen die? Ich habe schon Namen vergessen. Namen vergessen. Ich wollte jetzt nicht von Summoner's War sagen, weil das ist ein anderes Spiel. Powerbohne, genau. Powerbohnen bekommen nur so 6, 7 Stück am Anfang, Free-to-Play.
Deswegen könnt ihr ein Nat 5 bauen, aber eben nur eins. Und Nat 5 ohne Skill-Ups ist auch wieder, das ist wieder auch unsafe. Deswegen konzentriert euch erstmal auf die 3 hier Helden. Gerade hier für den Box Club Dungeon. Ja, ich bin gespannt, was uns die nächsten Tage und Wochen hier erwartet. Vor allen Dingen, wie erfolgreich das Spiel jetzt wird. Ja, es ist gut gestartet. Wir schauen mal. Ich bin gespannt. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf mehr und es macht schon süchtig, muss man sagen. Ich kriege so Flashbacks von vor 10 Jahren, die ich in der SW hatte. Ja, das ist wirklich als wie vor 10 Jahren. Ja, muss man sagen. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. In diesem Sinne, keep on grinding. Euer Lobo.